willkommen zu unserem neuen Video. Soll ich das nicht sagen? Hallo zusammen, wir sind heute hier wieder am Boulder-Planeten. Links ist von mir ist Alex, mein Bruder, Alexander Wurm, Ninja Warrior Deutschland. Last Man Standing. Und rechts kennt ihr schon Lukas, ich bin Jule. Und wir wollen heute in dem Video so ein bisschen zeigen, wie Anfänger sich an Dinos rantasten können. Also Sprünge, aber wir fangen erstmal an mit so dynamischen Zügen. Wenn ihr Probleme habt mit Dinos, wir haben schon in unserem ersten Video darüber gesprochen, weil ihr Stress damit habt, die Wand loszulassen, das ist eine super Vorübung, das zu machen, was Alex jetzt macht, dass ihr einfach versucht, irgendwie einen guten Griff zu nehmen, gute Tritte und gleichzeitig beide Hände vom Griff zu lösen. Dabei ist nicht wichtig, ob ihr am nächsten Griff ankommt, sondern nur, dass ihr es schafft, beide Hände gleichzeitig zu lösen und irgendwie in Richtung eines Griffs zu ziehen. Also die erste Vorübung, um sich so ein bisschen an Doppeldinos ranzutasten oder an Dinos generell, ist, dass man einfach erstmal versucht, den Schwung irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Dabei ist wichtig, in eine tiefe Position zu gehen, die Hüfte an die Wand zu nehmen und dann einfach erstmal irgendwo hinzuziehen. Genau. Und der Schwung entsteht einfach eben dadurch, dass die Hüfte an die Wand kommt und man irgendwie den Bewegungsspielraum hat, die Beine durchzuführen. Und im nächsten Schritt kann man dann das gleiche versuchen und dann einfach mal beide Hände loslassen. Also wieder Hüfte an die Wand, beide Hände loslassen und einfach irgendwo an die Wand anschlagen, einfach nur um das Gefühl dafür zu kriegen, irgendwie so die Wand zu verlassen. Eine Übung, damit ihr wirklich versteht, wie Dinos, also wie die Bewegung von Dinos funktioniert und dass es nicht so viel mit Springen zu tun hat, sondern eher mit einem koordinierten Aufstehen, macht Jule vor. Ihr setzt euch auf den Boden, nehmt einen Henkel, an den ihr gut kommen könnt und dann versucht ihr euren Körper erstmal einfach nur so nah wie möglich an die Wand zu bringen, sodass ihr aufsteht und euer ganzer Körper von den Fußspitzen bis zur Brust an der Wand ist. Wenn ihr das macht, bemerkt ihr, dass ihr den Körper aufziehen müsst wie über eine Kette. Von den Knöchelgelenken, über die Knie, über die Hüfte bis hin zur Brust, dass ein Kettenglied quasi immer das nächste anstößt und ihr mit dem Kettenglied nah an die Wand kommt. Das ist der Plan, um Höhe an der Wand zu generieren und auch nicht aus der Wand rauszuhüpfen, sondern zum nächsten Zielgriff zu kommen. Was dabei wichtig ist, ist, dass ihr... Ich habe eine Ampel im Hintergrund schon gesagt. Dass ihr es schafft, in eine Position zu kommen, in der die Hüfte Schub zur Wand entwickeln kann. Also beim Schwungholen ist es wichtig, dass ihr nicht erstmal 5 Klimmzüge macht, bevor ihr eigentlich den richtigen Schwung holt, sondern überlegt euch vorher, in welche Richtung wollt ihr Schwung holen. Dann zieht ihr einmal explosiv an, geht einmal so tief wie möglich, zieht einmal explosiv und schnell aus den Armen an und bringt schnell die Hüfte an die Wand. Und dann kommt der eigentliche Sprung. Ganz wichtig ist, wenn ihr dann einen Dino machen wollt, dann guckt euch bitte einmal kurz den Zielgriff an den ihr hüpfen wollt. Und zwar idealerweise bevor ihr den Dino macht. Häufig sehen wir, dass Leute schon versuchen loszuspringen, aber noch gar nicht so genau wissen, wie sie den Zielgriff festhalten wollen. Und das sieht dann so aus. Wenn ihr euch dann jetzt irgendwie einen Dino ausgesucht habt, an dem ihr ein bisschen üben wollt, dann ist es einfach ganz wichtig, dass ihr irgendwie anfangt, den zu probieren. Und da ist natürlich auch völlig okay, wenn ihr einfach erstmal in die Richtung springt und versucht, irgendwie so nah zu kommen und einfach erstmal unter eurem Zielgriff anschlagt. Und dann könnt ihr euch immer weiter rantasten, werdet ein bisschen vertrauter mit der Bewegung und irgendwann wird es dann klappen. Und wenn man dann einmal losspringen will, dann ist das so ein bisschen wie beim Fahrradfahren, dass man in die Richtung, wo man guckt, bewegt man sich auch. Also wenn ich beim Fahrradfahren irgendwie so nach hinten gucke, dann fahre ich automatisch ein bisschen nach rechts. Und wenn ich beim Bouldern irgendwie ein Dino machen will, dann möchte ich eben auch in die Richtung gucken, wie ich springe und nicht irgendwie auf den Boden gucken oder wo auch immer hin, weil in die Richtung, wo du guckst, bewegst du dich auch. Ja, wir haben euch ja jetzt mehrfach gezeigt, vor allem an geraden Wänden, dass es wichtig ist, eben mit dem ganzen Körper an die Wand zu kommen. Und jetzt wollen wir euch das auch nochmal an einer überhängenden Wand zeigen, weil das da besonders schwer ist und viele Leute das da nicht so richtig gut hinkriegen. Und so für euer Gefühl könnt ihr euch daran orientieren, dass es sich so ein bisschen so anfühlen muss, als würdet ihr in die Wand reinspringen. Also nicht zu sehr darauf fixiert sein, nur anzukommen, sondern konzentriert euch auch in einer überhängenden Wand darauf, den ganzen Körper an die Wand zu kriegen, euch an die Wand quasi anzuschmiegen, in die Form der Wand. Und dann zu springen. Alles, was wir gerade besprochen haben, gilt für Dinos von unten nach oben. Grundsätzlich gilt das aber auch für alle anderen dynamischen Züge, alle Sprünge nach links und nach rechts in den meisten Hallen.
sind die Dynos nicht senkrecht geschraubt, sondern gehen ein bisschen nach links oder rechts raus. Und dabei ist wichtig, dass ihr den Schwung dann auch dementsprechend anpasst. Das heißt, nicht so wie Alex es eben vorgemacht hat, in der geraden Linie von unten nach oben Schwung holt, sondern von links nach rechts pendelt und Ich hab das einfach gemacht. die Pendelbewegung entgegen der Zugrichtung einleitet. Das heißt einmal quasi in die falsche Richtung pendeln und dann beim Zurückkommen über das Bein aufsteht, das näher am Zielgriff ist. Wenn ihr das nicht macht und einfach weiter euren Schwung senkrecht holt, dann stellt ihr in der Regel fest, dass ihr zu weit rechts oder zu weit links vom Zielgriff rauskommt oder euer Körperschwerpunkt nicht so unter den Griff kommt, dass ihr den festhalten könnt. Also bei Sprüngen zur Seite genau das gleiche Pendeln wie bei Sprüngen nach oben, nur einmal vom Zielgriff weg, dann einmal zum Zielgriff hin und das Bein, das näher am Zielgriff ist, durchstrecken und über das Bein aufstehen. Das Ding bei den Dynos für Anfänger ist, das klingt immer so, als würde das nur für Anfänger gelten. Das gilt auch für richtig schwere Dynos. Alex und ich haben noch so ein kleines Dino-Projekt, bei dem wir beide nicht so richtig sicher sind, ob wir das schaffen. Das war's ja fast. Ich hatte den mit meinen Händen und wollte dann weiterziehen. Ich habe nachgetreten, es ging voll gut. Also ich bin doppelt an den linken, aber ich glaube, dann ist leichter direkt an den oberen. Sollte sein, aber Alex kann es nicht. Ninja Warrior 2020. Du bist jetzt so und dann an den oberen? Ja. Sieht sehr schlecht aus, fühlt sich noch schlechter an. Yeah! Komm ich in die Wand? Oh, scary. Ich habe ein bisschen Adrenalin, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie sehr hoch, sehr weit. Du, ja. Ich steige ein, bekomme Panik, dann habe ich Blackout und dann hoffe ich, dass ich ankomme. Ich komme noch nicht genug in die Wand rein, Mann. Ich muss halt noch mehr in die Wand rein, damit ich gerade hochkomme. Ich komme so nach rechts raus dann. Das ist ein richtiger Abfuck, ey. Oh, Scheiße, ich hasse es, in meinem Körper zu sein. Das ist halt so. Ich glaube, ich gebe mir die richtigen Kommandos. Dann sagst du, Lukas, mach das. Und dann macht mein Körper irgendwas anderes gegen Mann, ey. Swing the night away, don't be late. Ich mach das nicht mehr. Und der letzte Tipp, wenn man sich irgendwie so ein Dino in den Kopf gesetzt hat, ist, dass man irgendwann auch einfach das sein lässt und aufhört und vielleicht beim nächsten Mal wiederkommt. So eine Bewegung schleift sich ein und wenn man dann eine Nacht drüber schläft oder 5 Minuten drüber schläft, dann ist es vielleicht beim nächsten Mal direkt viel besser und irgendwann ist die Kraft einfach weg. Ich habe die Brust gezerrt. Right now, walking around town, watching out for some rain. Kann ich aufhören, bitte? Ja. Kann ich mehr. Und? Einfach? Ja, ist total einfach. Ich will nur, dass das auch ein bisschen schwierig aussieht. Ich bin leider eine richtige Buddha-Oma. Ich kann einfach nicht schnell anziehen, ich will es. Aber dann machen meine Beine irgendwas ganz Langsames und meine Arme ungefähr gar nichts. Juhu! Okay, ich mache jetzt noch den schwarzen Dino. Ich habe den noch nie probiert, aber es wird bestimmt gut. There you go, going in the
Noch einer fürs fortgeschrittene Dino-Video, das wir dann demnächst drehen, so mit Weiterhangeln und Nachtreten und allen möglichen Sachen, die Alex eigentlich können sollte, die ich nicht kann. Und in den Kletter-Oma-Jule meistens auch sehr schlecht aus. Ja, natürlich das ist. Einer macht sich nicht breit. Okay, bitte, oder? Perfekt. Wir haben euch jetzt heute in dem Video gezeigt, wie sich Anfänger an Dinos herantasten können und hoffen, dass euch das geholfen hat. Gebt nicht auf und probiert weiter. Und damit wir auch ein bisschen coole Videos haben, haben wir Ninja Warrior Alex eingeladen, der nicht nur Ninja Warrior ist und das liegt mir am Herzen, sondern auch ein ganz netter Indie-Musiker neuerdings und irgendwo hier. Das macht Max später. Verlinken wir für euch auch ein Video, auf dem ihr die neue Musik von Alex hören könnt. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Mir hat es großen Spaß gemacht. Das Dino-Video. Wenn ihr noch ein paar allgemeinere Tipps sehen wollt, dann guckt euch nochmal das 10 Tipps für Boulder-Anfänger-Video an. Ja, wenn ihr noch irgendwas dazu zu sagen habt, lasst einen Kommentar da, macht einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Was sagt man da noch? Das war schon Daumen alles. hoch. Ja, das war alles? Okay. Abonnieren, kommentieren, Daumen. Ciao. Lasst einen Kommentar. Unsere Handy bitte nicht.